segeln mit euch auf der Reise unseres Lebens. Moin. Alter. Moin. Digga. Na? Der Walli ist jetzt angekommen, auch unser Maulesel. Der hat nämlich so viel Zeug für uns mitgebracht, mega gut. Und ist komplett fertig von seinem 30-Stunden-Flug, glaube ich, oder? Eventuell, ja. Von mir gibt es nicht so viel die nächsten Tage. Erstmal schlafen, genau. Der hat nämlich noch Solarpanels von uns dabei, Weihnachtsgeschenke von unseren Eltern und ja, Autopilot, Ersatzteil. Wo wir uns bedanken müssen beim Andreas Benkert, Ja. der uns ultra aus der Scheiße geholfen hat. Also von Raymarine. Genau, von Raymarine. Und hat uns aus England ein Ersatzteil einfliegen lassen, ohne dass wir nicht über den Atlantik fahren hätten können. Also vielen Dank dir. Und für keinen Zusatzpreis. Genau, das war nicht selbstverständlich, dass das so schnell geklappt hat auch. Genau. Sonst wären wir nicht mehr über den Atlantik gekommen jetzt. Ja. Dann hätten wir uns absteigen Ohne können. Autopilot geht da leider nichts. Aber hat geklappt, also ist auch gut. Und vielleicht machen wir uns heute schon auf den Weg nach Las Palmas, weil morgen früh der Wind nicht gut ist und heute Nacht schon. Aber jetzt holen wir erstmal das ganze Zeug ab. Wo ist der offen? Wo komme ich rein? Ich habe jetzt halt mit dem Flieger mitgenommen, 22 Kilo. War ein kleiner Act, aber das ist jetzt sicher wert. Endlich sind sie da. Dann haben wir endlich mal guten Strom hier an Bord. Ja, warte mal, die sind ja nochmal verpackt drinnen. Ja, das sind zwei autonome Kartons. Ah, okay. Here we go! Geiler Scheiß. Also da der Wind nur noch bis morgen um 10 Uhr weht, müssen wir jetzt heute schon weiter, um Las Palmas noch zu erreichen. Das heißt, im Grunde sind wir gerade erst angekommen, haben Bali eingesammelt und jetzt geht's auch schon weiter. Ab nach Gran Canaria. Yes! Die Nacht ist vorbei Die Sonne ist wieder kurz vor dem Aufgehen. und es ist wieder mal viel passiert. Der Autopilot war gerade wieder frisch repariert mit dem Ersatzteil, das Walli mitgebracht hatte. Und dann musste genau das passieren. Um 5:45 Uhr ist der Bootshaken unbemerkt ins Steuerrad und hat das Ruder blockiert. Und zum großen Übel ist uns deshalb die hydraulische Pumpe des Autopiloten durchgebrannt. Als wir es bemerkt haben, war es schon zu spät. Der Autopilot ist hinüber. Wir werden gerade echt wirklich, wir kriegen es gerade richtig ab wieder. Ja, wir sind auch selber schuld. Ja. Wir denken halt immer wieder, wir können es irgendwie Provozieren und provozieren, raus. auf Druck irgendwas machen. Und jetzt nochmal zack, zack, wir schaffen es noch und jetzt nochmal drücken und da noch was fenner und dann geht es nochmal schneller und keine Ahnung was. Jetzt sind wir nochmal richtig auf die Schnauze geflogen. Genau, ist ja jetzt der 23. Dezember. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Wir hatten vor, am 28. über den Atlantik zu segeln. Gestern Abend sah alles sehr gut aus. Wir haben noch das letzte Teil für den Autopilot bekommen. Genau, wir haben noch Solarpanels bekommen. Wir müssen jetzt noch, die paar Sachen müssen wir jetzt hier auch noch einbauen. So. Haben den Autopilot gestern noch montiert, funktioniert. Dann sind wir gestern Abend noch aufgebrochen, waren gerade 2 Stunden in Fuerteventura, haben gesagt, okay, zack, wir hasseln jetzt durch, ab nach Gran Canaria, wir nach wollten Las eigentlich bleiben in Palmas. Fuerteventura. Genau, aber haben gesagt, komm, wir ballern jetzt schnell durch. Nachtfahrt, der Wind passt, hat zwar nicht gepasst, war auch nervig. Jedenfalls sind wir jetzt hier angekommen und mitten in der Nacht ist uns der komplette Autopilot einmal abgefackelt. Heißt, wir haben die Backskiste aufgemacht, es hat rausgeraucht wie ein Schornstein. Es war wirklich, als hätte die ganze Backskiste gebrannt. Ja.
Und jetzt haben wir den Motor aufgemacht, da ist alles verkokelt, alles im Arsch. Der ganze Elektrik vom Motor ist hinüber, alle Spulen da, diese Drähte da, alles verschmort. Und das ist jetzt tatsächlich der Punkt, wo wir sagen, okay, wir brauchen es nicht mehr weiter probieren. Das war's mit dem Transatlantik vor der Messe. Wir segeln erst nach der Messe über den Atlantik. Ende Januar. Absolut scheiße, ich bin echt mega geknickt gerade. Wir haben uns so ins Zeug gelegt, dass es irgendwie klappt, aber ja, Murphy's Law schlägt mal wieder zu. Alles geht schief. Alles geht wieder schief. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir hier uns eine nice Zeit machen. Wally ist gestern gekommen. Der wollte mit uns über den Atlantik segeln, ist jetzt gekommen, extra hierher geflogen mit einem teuren Flug, weil es wieder irgendwie zeitnah packen mussten und jetzt sitzt man da. Der weiß auch nicht, was er jetzt tun soll. Und so stresst uns jetzt auch wieder. Johnny ist auch jetzt, muss sich ein neues Boot suchen und Ja. es ist halt... Oh Mann! Wie es halt ist auf so einer Segelreise, gell? Was machen wir jetzt? Ich weiß auch gar nicht, ich habe jetzt auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Gestern dachte ich mir so, ich hätte Bock auf Surfen, jetzt denke ich mir, ich habe keinen Bock, weil ich eigentlich vorhatte, jetzt über den Ja, Atlantik zu segeln. ich war gestern Abend, als der Autopilot lief, habe ich mir auch gedacht, ja, wir packen das jetzt Ja. tatsächlich mit dem Atlantik, wir schaffen das jetzt. Und jetzt auf einmal, Das war so die Bestätigung, so, yo, das hat doch irgendwie alles geklappt. Das Ersatzteil irgendwo aus England herfliegen lassen und so. Am letzten Tag bei Wally angekommen, eingebaut, funktioniert. Und dann dachten wir uns echt, yo, haut hin. jetzt machen wir uns ein Bier auf. Alter. Nein, ich will auch kein Bier jetzt trinken. Keine Ahnung, wir bleiben jetzt hier und tuckern hier rum. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, aber. Nee, aber ja genau, haben wir auch gesagt, wir müssen es jetzt nicht rauspressen. Jetzt ist wirklich, glaube ich, der Zeitpunkt da, wo wir sagen, jetzt nee, das machen wir nicht. Wenn wir jetzt losfahren und dann haben wir in der Karibik nur Stress, weil wir keine gescheiten Dokumente haben, die Solarpanels sind noch nicht installiert, wir haben noch kein Video geschnitten, was jetzt dann rauskommen soll, wenn wir im Atlantik sind. Und wir wollen es irgendwie gescheit machen. Es klappt einfach nicht. Es klappt nicht. Heute ist Weihnachten und wir stressen uns so ab. Wir haben gesagt, ja, früh aufstehen, einkaufen gehen, zum Hafen. Tim ist nur auch komplett gestresst, weil er sich die ganze Zeit mit den Hafentypen abquält und die halt sagen, ja, ihr müsst abhauen, ihr müsst abhauen. Also es klappt alles hinten und vorne gerade. Jetzt wollen wir zumindest mal Weihnachten noch hier vor Anker legen, nicht dass Ja. wir direkt wieder abhauen müssen. Aber irgendwas sagt uns hier, ganz viele kleine Sachen sagen uns gerade, bleibt noch hier und er zwingt's nicht. Hallo in diesem Kochen mit den Segeljungs Video. Wir sind auf Gran Canaria, es ist der 24. Dezember, heute ist Weihnachten. Und es ist richtig heiß. Super angenehm, aber komisch an Weihnachten. So, und wir haben richtig leckeres Essen gekauft und wir kochen heute ein mehrere Gänge Menü, weil wir sonst nichts zu tun haben heute an Weihnachten. Das ist Gang 1, quasi ein braunes Brot mit Lauch, Knoblauch, Tomaten, Käse. Der Käse ist wirklich gut, der ist richtig lecker. Olivenöl. Gang 1. Das ist Kaki mit Erdnuss und Milch und Zucker. Und das ein bisschen im Gefrierer und gemixt. So, das ist Runde Nummer 2. Ein Salat mit rote Beete. Es sind ganz verschiedene Blattsalate da drin und Karotte und Olivenöl und Gewürze. Als Hauptgang heute gibt es 2 Hühnchen, diese beiden hier,
So, das ist jetzt der Hauptgang. Die 2 Hühnchen mit einer Gemüsefüllung und einer Honig-Olivenöl-Überzug. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes jetzt. Das sind Bohnen mit Zwiebeln, Honig und Chili. Ja, Gang also, Nummer 5. Aber das ist auf jeden Fall gut scharf. Also, so jetzt ist schon eine Unterkriegen. Es ist der Tag nach Weihnachten. Wir haben gestern mit gutem Essen gefeiert, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht's für uns los, die Kanaren anzuschauen. Wir haben jetzt einen Monat oder so Zeit fast, bis wir auf die Messe fliegen. Ich bin eigentlich so entspannt wie in den letzten Wochen noch nie. Wir waren eigentlich die ganze Zeit sehr angespannt, weil wir halt immer diesen Zeitdruck im Hintergrund hatten. Und jetzt ist der gerade ziemlich abgefallen. Zwar ungewollt und eigentlich scheiße, dass wir es nicht geschafft haben jetzt, aber trotzdem fühlt es sich eigentlich gerade ganz gut an. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Teneriffa. Hier dürfen wir noch nicht bleiben. Der Johnny bleibt jetzt hier in Las Palmas, weil hier ist halt der Spot für Hitchhiker. Hier suchen alle nach einem Boot über den Atlantik. Hoffen wir mal, dass er so schnell wie möglich einen Shuttle findet. Wenn nicht, dann sehen wir uns nochmal wieder. Genau, wenn nicht, dann sehen wir uns nochmal wieder. Mach's gut. Alles Gute. Dir auch. Vielen Dank für alles. Und viel Glück euch, dass alles klappt. Voll. Und wir bleiben in Kontakt wegen dem Autopilotmotor. Wir sehen uns so oder so nochmal. So, war sehr cool mit dem Johnny. Einen guten Freund gewonnen, glaube ich. Haben uns echt super gut mit ihm verstanden. Ne? Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem Transatlantik, dass wir den alle zusammen machen, aber naja, das ist Segeln. Mal wieder gelernt, es macht keinen Sinn, sich zu hetzen. Ne? Ich bin gerade wirklich echt froh, irgendwie, dass dieser Stress weg ist und wir jetzt eigentlich machen können, was wir eigentlich machen wollen. Und das haben wir gerade nämlich nicht gemacht. Wir haben uns nur gestresst, dass wir so schnell wie möglich über den Atlantik kommen, damit wir dann halt früh genug da sind. Ist zwar blöd, dass es jetzt nicht klappt, aber hey, die Kanaren können jetzt auch mal zeigen, was sie so drauf haben. Wir machen uns auf den Weg nach Teneriffa und haben jetzt chilligen Rückenwind, ich glaube so Raumschot, 15 Knoten und jetzt geben wir dem Ding hier mal die Sporen und packen unseren Gennaker aus. So, wir haben jetzt so 15 Knoten Wind von 8ern. Deswegen packen wir jetzt mal den Bad Boy hier raus und schauen mal, was die Kiste hier so an Speed kann. Weil ich glaube, es geht jetzt richtig ab gleich. Verhangen oben. So, der Gennaker ist jetzt endlich unten. Es war gerade nochmal ein richtiger Kampf. Erst hat sich der Bergeschlauch in den Saaling verfangen und dann hat sich die Runterholleine vom Bergeschlauch hat sich in der Aufwicklung von der Fock verfangen, also musste ich auf den Mast hoch und das bei dem Wellengang überhaupt nicht lustig, war echt auch ein bisschen gruselig, also nicht ganz so simpel. Und jetzt segeln wir einen Halbwind mit Groß und Fock und ich glaube, wir sind super schnell, weil jemand die gerade 9 Knoten oder so passt. Riechst du schon? Nee, der Wind verballert ihn so. Wie ist der rausgesprungen? Was? Ja, leck mich! Was?
Das sah aus wie ein Orca oder so. Der war heftig fett. Da! Lol! Was? Da. Was? Alter! Ja, Mann! Orca, das ist ein Orca! Da! Ja! Direkt hinterm Ding ist er rausgejumpt. Voll am Dingi. Ist da gerade direkt hinter unserem Dingi einfach ein Orca aufgetaucht. Verrückt, mega schnell das Ding. Richtig rausgesprungen. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe auf Kamera. Vielleicht einmal ganz kurz, aber ganz nah am Boot ist er jetzt 3-mal aufgetaucht. Aber jetzt lässt er sich nicht mehr blicken. Kurzer Zeitsprung. Wir nehmen das gerade live auf, wenn das Video auch rauskommt an dem gleichen Tag. Also heute kommt das Video raus. Heute ist der 16. Und wir fliegen morgen nämlich auf die Boot in Düsseldorf, um euch zu treffen. Und genau, wir wollten noch mal kurz grob sagen, wo wir so sind. Genau, wir freuen uns auch über jeden, der da vorbeikommt und uns da trifft. Wir haben dann einen kleinen Zeitplan, den findet man auf Instagram. Genau, dann, wo wir wann sind. Genau, ja. Und welche Vorträge wir wann halten. Und wir haben noch was Cooles zu announcen. Und zwar verschenken wir den Bootsmannstuhl, den ich gerade auf den Mast gegangen bin, um das Ding da zu lösen. Super cool. Und zwar müsst ihr einfach nur unter unserem letzten Instagram-Bild liken und kommentieren. Und irgendwie kommentieren, dass wir checken, dass ihr den Bootsmannstuhl gewinnen wollt. Und es ist ein sehr cooles Teil. Das Ding ist, glaube ich, auch 170 € wert oder so. Sowas, aber Ja. saugut. Ja. Wir benutzen ihn echt oft. Genau. Und für jeden, der ein Segelboot hat und irgendwie den Mast hoch will, der lohnt sich. Genau. Ist cool. Und dann sehen wir uns eigentlich schon übermorgen. Also seid fleißig auf Instagram und ihr habt die Chance, einen Oxley Bootsmannstuhl zu gewinnen. Und wir sehen uns übermorgen. An alle, die kommen. Ja. Cool. Achso, ja, man kann hier noch abonnieren. So hier, da. Genau. So hier. Hier ist ein anderes Video. Ja. Ciao, bis übermorgen. Dann in live.